Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Techstrip-Video, diesmal zu einem Retro-Spezial. Was das bedeutet, ich hatte früher einen YouTube-Kanal, ich war jung, es tut mir leid, es ist wirklich seltsame Videos gedreht. Und ich habe ein Backup gefunden, also warum nicht hochladen? Man verzeihe mir meine Unwissenheit, meine kindlichen Jokes, meine Entgleisungen und mein schräger Humor. Jedenfalls viel Spaß mit dem folgenden Video und tut mir leid. Heute ist es endlich soweit. Wie ihr vielleicht in der Überschrift gelesen habt, habe ich mir etwas gegönnt. Dies ist Mr. MacBook. So, wundert euch nicht übers Rascheln, dazu gleich mehr. So, dieses MacBook ist mein erstes MacBook oder überhaupt mein erster Mac seit 2013. Zuletzt hatte ich das MacBook von Mitte 2012, das MacBook Pro, aber hatte ich wieder verkauft. Mein Windows-PC fühlte sich viel schneller an. Ich konnte nichts mit dem MacBook machen, was ich nicht mit dem PC machen konnte zu dem Zeitpunkt. Also, ja, kam es wieder weg. So, ich habe hier das Modell in Silber mit 16 GB RAM. Weil RAM kann man hier nicht nachrüsten und Festplatte zwar auch nicht, aber durch externe Festplatte kann man den Speicher erweitern, aber externen RAM gibt es noch nicht. So, da packen wir das Ganze doch einfach mal aus. Ist hier eine schöne Lasche. Zum Abziehen. Das Gerät hat jetzt 1264 Euro gekostet. Mit dem RAM-Aufpreis. Bei den meisten Händlern, die ich gesehen habe, ist eine Festplattenverdopplung oder eine Speicherplatzverdopplung von 256 GB auf 512 GB viel teurer. Von daher, Speicherplatz kommt durch externe Festplatte, die ich weder die Festplatte noch diesen ganzen USB-Dongle habe, weil, wie man hier sieht, 2 USB-C-Slots. Ich habe vergessen, mir den Dongle zu bestellen und der kommt erst morgen, also weiteres Eindrucksvideo dann morgen. Ich habe das Ganze hier für die Videobearbeitung geholt, auch Fotos und einfach mal für zwischendurch, weil ich habe nichts Mobiles und mein PC ist mittlerweile auch schon sehr alt. Videobearbeitung damit war immer ein Horror, also schauen wir mal, hier es ist und da 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 da. Das Äpfelchen. Oh. Also, ehrlich gesagt finde ich den jetzt schwerer, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, was ist das? Also hier kam gerade ein kurzer Zug seltsamer Luft raus. Und seltsam möchte ich nicht weiter definieren. Also im ersten Eindruck war es jetzt schon ein Bröckchen. Und ja, da ich seit 2011 bei Android bin und auch jedes Jahr quasi ein neues Telefon geholt habe, bin ich schon, und immer die Google-Telefone, Nexus Pixel, bin ich natürlich gut ausgestattet mit USB-C-Zeugs und auch mit meinem iPhone 11, wollte ich schon 13 sagen, nee, iPhone 11 Pro Max habe ich natürlich auch einen USB-C Ladeadapter und USB-C auf Lightning-Kabel. So, hier das Ladekabel. Gucken wir noch kurz in dies hier rein. MacBook Air. So geht das. Jetzt kommt er schon wieder. Es ist nicht dieser Frischdruckgeruch, aber irgendwas Seltsames kommt hier raus. Naja, gut. Die Äpfel, der Apfelsticker.
Ehrlich gesagt habe ich vor, die hier drauf zu kleben, beziehungsweise einen hier drauf zu kleben. Diese Sticker benutzt doch eh kaum einer aus irgendwelche Assis, die sich hinten aufs Auto kleben. Aber ich klebe es hier drauf, damit das nicht verkratzt, weil das hier ist Hochglanz und es gibt für mich nichts Schlimmeres als Verkratzung auf teurer Hardware. Das ist auch so ein bisschen dieser Metallic-Effekt, also es ist jetzt nicht ein Glanzsilber. Wenn man's, ich hoffe, man kann es sehen, ja. Gut, das behalten wir. Die Anleitung behalten wir. Sieht zwar so aus, als wenn hier noch was drin wäre, aber das ist nur eine Pappe, um da ein bisschen Spannung reinzubringen in die Anleitungspapp, was auch immer. So, und das Netzteil ist ja ein kleines, also so, hier, Smartphone-Größe. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein Monster an Adapter, aber was haben wir da? 9 Volt 3 Ampere oder 5 Volt 3 Ampere? 15 Volt 2 Ampere, 30 Watt. Ja. 30 Watt Ladegerät. Dürfte hoffentlich reichen. Und ich habe lieber einen Adapter mehr hier von einem namhaften Hersteller als die billigen. Nein! 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 Es ist gerissen. Die teure Hülle. Naja. Kommt da rein. Dieses Kabel, packe ich es aus? Packe ich es nicht? Ich finde die halt nicht gut, also geil fühlt sich es nicht an. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn da irgendwie noch ein Pulver oder Puder drauf wäre. Ein ganz bisschen. Nicht doll, aber so ein ganz bisschen. Gucken wir mal. Komm, geh raus. Ich nehme das Video auch in 4K 60 Bildern jetzt auf meinem 11 Pro Max auf. Das würde ich am PC nicht mehr machen, weil das dauert 20 Mal so lange bei der Verarbeitung und beim Upload, aber der Mac sollte es ja können, also schauen wir mal. Wie lang ist das Kabel? Irgendwas zwischen 1,5 und 2 Meter würde ich jetzt so kurz schätzen. Wow. Ja. Das riecht so ein bisschen nach Apfelresten, wenn man alles ausgepresst hat und dann dieser Kram da übrig bleibt. Der getrocknete Apfelreste-Kram. So, packen wir das mal zur Seite. Und es ist jetzt Zeit für Mr. Meckes. Gucken wir mal. Komm, jetzt statisch festgesaugt. So, kommt das überhaupt hin? Ist das ein Aufkleber oder zwei? Ne, einer. Dann muss ich das ja... Ja, nicht hundertprozentig, aber das kriegen wir hin. Bob, der Meister! Jo, wir schaffen das! Schaffen wir. Also es ist auf jeden Fall leichter als mein altes MacBook Pro von damals. Aber für ein MacBook Air hätte ich es jetzt leichter erwartet, ehrlich gesagt. So, ich bin wahrscheinlich der Erste hier bei YouTube, der diese Sticker entweihen wird. So, jetzt seht ihr auch mal die Rückseite von diesen Stickern. Das ist ein seltener Anblick, aber... So, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Zittern wir uns da mal rauf. Nee. Ja, zumindest hinterlassen die keine Spuren. Dann müssen wir aber hier ganz hoch packen. Naja, nicht das Schönste, aber hier ein Apfel im Apfel. Endlich konnte ich auch mal diese Aufkleber benutzen. Ach ja, ist ja andersrum. So, gucken wir nochmal.
2 USB-C. Zwei USB-C-Anschlüsse. Nicht. Schönes Spaltmaß. Ein Kopfhöreranschluss. Hoffentlich auch für Mikrofone. Das könnte ich sehr gebrauchen. Und sehr dünn vorne. Fühlt sich massiv und hochwertig. Hallo. Warum können das alle so cool in Videos mit einer Hand aufmachen und hier rutscht das weg? Ja, herzlich willkommen. So. Nein. Man kann es nicht sehen, aber hier ist das nicht 100% aufgetragen. Um Gottes Willen. Ja gut, jetzt hätte ich mir wahrscheinlich auch noch einen Schutz holen sollen. To use English as the main language, Ja, press the genau. return key. So. Schön Tastatur-Hintergrundbeleuchtung. Trackpad kenne ich. Ach, hier ist es noch anders umgedreht. Das muss man ja umdrehen. Drücke die Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Als Maul. Ich rede einen Scheißdreck mit dir. Ja, Land oder Region. Dreifach-Klick auf Touch-ID, um die Option für Bedienungshilfe einzublenden. Skip-Taste, um zu hören, wie du dein MacBook VoiceOver konfigurierst. Ich kann sprechen, ich kann es auch so. So, rücken wir macOS mal. enthält ein integriertes Bildschirmleseprogramm mit der Bezeichnung VoiceOver. Ja, Wenn du bin mit ich der auch. Verwendung von VoiceOver vertraut bist, drücke jetzt Befehlstaste F5, um es zu aktivieren und deinen Mac Nein. zu konfigurieren. Falls du Anleitungen Nein. benötigst, um VoiceOver für die Konfiguration deines Mac zu verwenden, drücke die Escape-Taste. Nein.